Von Visionen, Heiligen und Hildegard von Bingen. Ich stehe hier inmitten der beeindruckenden Ruinen des Klosters Disibodenberg. Die wildromantische Umgebung verleiht dem Ort eine gewisse Magie, der man sich nur schwer entziehen kann. Es ist ein Ort mit viel Geschichte. Alles begann um 640 nach Christus. Der Überlieferung nach kam damals der Prediger Disibod aus Irland in das Reich der Franken. Laut Legende wurde er von einer Vision geleitet, die ihn an einen vorbestimmten Platz führen sollte. Auf seiner Wanderschaft gelangte er ins Nahetal und schließlich zum Zusammenfluss von Nahe und Glan. Auf dem dortigen Berg, welcher schon von den Kelten als Kultplatz genutzt wurde, errichtete er eine Taufkapelle und ließ sich als Einsiedler nieder. Nach dem Tod Disibods im Jahre 700 wurde sein Grab zur Pilgerstätte. Nachdem von Wundern berichtet worden war, baute man eine Kirche sowie eine klosterähnliche Anlage. Wobei der Disibodenberg möglicherweise schon weit davor besiedelt war. Mehr als 300 gefundene Artefakte aus der Zeit der Römer weisen darauf hin. Diese Funde werden ins 2. bis 5. Jahrhundert datiert. Doch zurück zur Geschichte des Klosters. 745 besuchte Bonifatius, der Bischof von Mainz, das Grab Disibods und ließ seine Gebeine unter den Altar der Klosterkirche umbetten. Nach damaligem Brauch war er von nun an als Heiliger anerkannt. In den folgenden 2 Jahrhunderten wurde Disibodenberg mehrfach von den Normannen und den Ungarn überfallen. Nachdem die letzten verbliebenen Mönche aus Furcht geflohen waren und die Gebäude immer mehr verfielen, löste Erzbischof Hatto II. Von Mainz die klosterähnliche Anlage zwischen den Jahren 968 und 970 schließlich auf. Fünf Jahre später besuchte Erzbischof Willigis, welcher auch den Mainzer Dom erbauen ließ, den Ort und ließ die Anlage wieder instand setzen. Damit nicht genug. Er stattete das wiedererweckte Stift mit ordentlich viel Ländereien, Gütern und Rechten aus. Neben der nahegelegenen Pfarrkirche in Sobernheim und dem dortigen Fronhof wurden ihm 6 weitere Kirchen unterstellt. Es scheint dem Erzbischof viel an dem Ort gelegen zu haben. Die Anlage wurde an 12 Kanoniker aus Mainz übergeben. Da aus dieser Zeit keine baulichen Reste erhalten sind, ist bis heute unklar, wie das damalige Kloster aussah. Dies gilt auch für die Vorgängerbauten. Allerdings stammt vermutlich ein bei archäologischen Grabungen gefundener Inschriftstein aus der Zeit der Kanoniker, da er vor 1100 datiert wird.
2096 wollte Erzbischof Ruthard Benediktinermönche aus dem Kloster St. Jakob in Mainz als Klosterherren einsetzen. Vermutlich wehrten sich die Kanoniker lange Zeit erfolgreich gegen den Wechsel, weshalb die Benediktiner erst 1107 übersiedeln konnten. Ein Jahr später begannen Bauarbeiten. Es wurde eine neue Klosteranlage samt großer Klosterkirche, einer dreischiffigen Basilika, begonnen. Die Überreste dieser Anlage können heute besichtigt werden. Ab dem gleichen Zeitpunkt ließen die Grafen von Sponheim eine Frauenklause auf dem Areal des Klosters errichten. 1112 zogen dort 3 junge Frauen ein. Darunter die damals 20-jährige Jutta von Sponheim und die 14-jährige Hildegard, welche später ungeahnte Berühmtheit erlangen sollte. Unter Jutta als Leiterin der Frauenklause, welche viele Jahre später selig gesprochen werden sollte, wuchs das Ansehen des Klosters immer mehr. Immer mehr Frauen und Männer traten in das Kloster ein und brachten Besitztum und Macht mit. Als Jutta 1136 starb, trat Hildegard ihre Nachfolge an. Auch während ihrer Führung ging es steil bergauf, was sich auf den Wohlstand der Anlage auf dem Disibodenberg sehr positiv auswirkte. 1143 war die Klosterkirche fertiggestellt und wurde unter Abt Kuno von Disibodenberg eingeweiht. Zu jenem Zeitpunkt war sie eines der größten Gotteshäuser zwischen Mainz und Trier. Bereits 5 Jahre zuvor, während der Bauarbeiten, hatte man die Gebeine des heiligen Disibod in die neue Kirche umgebettet. Von dieser kann übrigens noch der Schmuckfußboden in Augenschein genommen werden. Mitte des 12. Jahrhunderts verließ Hildegard den Disibodenberg. Zum einen sagte ihr die Gemeinschaft mit den Mönchen nicht mehr zu, zum anderen reichte auch der Platz nicht mehr aus, da die Frauengemeinschaft inzwischen auf 18 angewachsen war. Ihre Mitschwestern folgten ihr. Zusammen gründeten sie ein neues Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen, von wo aus Hildegard große Berühmtheit erlangen sollte. Der Glanz der vergangenen Tage begann nach dem Weggang von Hildegard mehr und mehr zu verblassen. Im 13. Jahrhundert ging es jedoch wieder aufwärts. Grafen und Ritter bedachten das Kloster mit neuen Schenkungen und verhalfen Disibodenberg zu abermaligem Wohlstand. Dazu kam, dass die Gelehrten innerhalb der Klostermauern seinen Ruf als Wallfahrtsort vergrößerten. Doch 1240 verdüsterte sich das Bild wieder. Es begann eine fast 2-jährige Fehde zwischen Siegfried von Eppstein und Wildgraf Konrad II. Von Kyrburg. Das Kloster musste wegen der horrenden Kriegskosten immer höhere Abgaben entrichten. Und das führte zu großer Verschuldung. Dazu kamen kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Adelsfamilien und damit einhergehende Plünderungen. Die Lage war äußerst angespannt. 1259 hatten die Benediktiner das Kloster auf dem Disibodenberg schon größtenteils verlassen. Deshalb schickte Erzbischof Gerhard von Mainz Zisterzienser aus dem Kloster Otterberg an den Glan, um den Ort
neu zu beleben. Mit Erfolg. Das Kloster blühte ein weiteres Mal auf. Der Krieg zwischen Kurfürst Friedrich von der Pfalz und Herzog Ludwig von Pfalz-Zweibrücken im Jahr 1471 und der bayerisch-pfälzische Erbfolgekrieg im Jahr 1504 setzten dem Kloster arg zu. Die ganze nahe Gegend wurde verwüstet und die Abtei völlig ausgeplündert. Dazu passen die auf dem Klostergelände entdeckten Armbrustbolzen, wobei nicht bestimmt werden kann, ob sie aus einer kriegerischen Auseinandersetzung oder von Jagdaktivitäten herstammen. Im 20 Jahre später folgenden Bauernkrieg kam das Kloster zwar glimpflich davon, was Schäden anbetraf, doch dafür gab es durch die Reformation kaum neue Eintritte und viele Mönche verließen die Abtei. Im Jahr 1559 war das Schicksal von Disibodenberg besiegelt. Der letzte Abt, Peter von Limbach, trat das Kloster an Herzog Wolfgang zu Pfalz-Zweibrücken ab. In der Folge wurde die Abtei aufgelöst und ein Verwalter eingesetzt. (1618) folgte der Dreißigjährige Krieg. Diese Zeit war geprägt von mehrfacher Verwüstung und Besitzerwechseln. Die Spanier unter General Ambrosio Spinola versuchten das Kloster zwar in den 1630er Jahren durch Benediktinermönche wieder zu neuer Blüte zu bringen, doch nur mit sehr mäßigem Erfolg. Bis 1790 stand ein großer Teil der Klostergebäude noch aufrecht. In der Zeit der Herrschaft der Franzosen von 1797 bis 1814 wurde der Disibodenberg zum Nationaleigentum erklärt und an Privateigentümer versteigert. Und so diente der Ort daraufhin als Steinbruch. Aus dem Material entstanden zahlreiche Wohnhäuser in Odernheim und Staudenheim. (1840) ließ der damalige Eigentümer Peter Wannemann die Ruinen des Klosters in einen Landschaftspark umgestalten. Dabei gab es scheinbar auch Eingriffe in das noch vorhandene Mauerwerk. So wurde der Disibodenberg zu einem beliebten Ausflugsziel in der Region. Gräfin Ehrengard von Hohenthal, welche die Klosterruine geerbt hatte, und ihr späterer Ehemann Hans Lothar Freiherr von Racknitz setzten sich für den Erhalt der Klosterruine ein. 1985 wurden umfangreiche archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Neben den bereits erwähnten Funden kamen noch viele weitere Artefakte ans Tageslicht. Darunter befinden sich zahlreiche kunstvolle Steinmetzarbeiten aus der Zeit des 12. bis 16. Jahrhunderts. Reste der Verbleihung und von kunstvoll verziertem Glas von Fenstern zeugen genauso von vergangenem Glanz wie verschiedene verzierte Bodenplatten. Auch mehrere Scharniere von Türen und Fenstern wurden geborgen. Dazu gibt es Funde, die aus dem Alltag des Klosterlebens erzählen.
beispielsweise diverse Geschirrkeramik wie verschiedene Krüge, Schüsseln, Töpfe und dazu gehörige Deckel. Einiges davon ist nur fragmenthaft erhalten, wobei bei einigen Fundstücken kunstvolle Verzierungen erkennbar sind. Fragmente von Kochtöpfen aus Eisen geben Einblick in die damalige Arbeit in der Küche. Diverse Werkzeuge, darunter Stahlkeile, Meißel und Messer, zeugen von den verschiedenen Tätigkeiten im Kloster. Und auch 2 Gürtelschnallen und ein Eisenring gehören zum Fundgut. Alle Artefakte werden auf das 12. bis 17. Jahrhundert datiert. Die Funde sind im Museum vor Ort ausgestellt und können bei einem Besuch selbst in Augenschein genommen werden. 1989 wurde die Scivias Stiftung gegründet. Dieser gehört die Ruine heute und kümmert sich um deren Unterhalt. Schön, dass es Menschen gibt, welche sich für den Erhalt und die Erforschung solcher Orte einsetzen. Ohne sie wären sie womöglich schon längst verschwunden. Das wird sich hoffentlich in Zukunft verbessern. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.